Einführung in die Botanik, Polygonatum, Art- und Gattungsnamen. In diesem Video werden Herkunft und Bedeutung des Namens Polygonatum erklärt und jene der 3 europäischen Wildarten dieser Gattung. Der Name Polygonatum geht auf den griechischen Arzt Dioskorides zurück, der im 1. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Die Pflanze ist im 4. Buch seiner Heilmittellehre mit einigen Sätzen knapp und treffend beschrieben. Nach 1500 Jahren Überlieferung in Form von Handschriften wurde der griechische Originaltext 1529 zum ersten Mal gedruckt. 10 Jahre später, 1539, erschien er zuerst in lateinischer Übersetzung, anschließend in weiteren Sprachen. Die Pflanze erscheint umgehend unter diesem Namen auch in den illustrierten Werken der zeitgenössischen Botaniker, etwa im Kräuterbuch von Leonhard Fuchs 1542. Der wissenschaftliche Name Polygonatum blickt somit auf eine 2000-jährige Geschichte zurück. In seiner griechischen Form heißt er Polygonaton und besteht aus den Wortelementen Polis, was viel oder zahlreich heißt, und Goni, Gonathos, was Knie bedeutet. Auf Pflanzen bezogen bedeutet das Wort auch Sprossknoten. Goni ist der Nominativ, Gonathos der Genitiv. Aus beiden Wortformen ist ein Gattungsname entstanden, nämlich Polygonum Knöterich und Polygonatum Weißwurz oder Salomonsiegel. Der Gattungsname, den man korrekt mit Polygonatum betonen müsste, bedeutet wörtlich also so viel wie viel Knie. Er bezieht sich auf die Form des ausdauernden und markant gegliederten Rhizoms. Das Rhizom, also ein unterirdischer Spross, liegt waagrecht im Boden. Es produziert jedes Jahr einen neuen Abschnitt mit einem oberirdischen Blühspross, der jeweils im Herbst abstirbt und abgeworfen wird. Die Fußfläche bleibt als leicht vertiefte, kreisrunde Abbruchnarbe erhalten. Sie gleicht einem Siegelabdruck. Darauf nimmt der Name Salomonsiegel Bezug, der nicht nur im Deutschen, sondern entsprechend auch in anderen Sprachen verwendet wird. Nun kommen in Mitteleuropa 3 Polygonatum-Arten vor: Odoratum, Multiflorum und Verticillatum. Diese 3 Artbezeichnungen sind nicht griechischen, sondern lateinischen Ursprungs. Odoratus heißt duftend und kommt von odor, der Duft, der Geruch. Das Wort steckt zum Beispiel in Deodorant, wörtlich der Geruchsentferner. Der Artname Odoratum tritt unter anderem auch bei Galium auf. Galium odoratum, der Waldmeister, müsste also wörtlich duftendes Labkraut heißen. Entsprechend bedeutet Polygonatum odoratum wörtlich duftendes Vielknie. Soll einer sagen, Botanik habe keinen Sinn für Komik. Es bleiben noch Multiflorum und Verticillatum. Multiflorus heißt vielblütig, nach multus viel und flos floris die Blüte. Verticillatus schließlich bedeutet quirlblättrig. Damit bezeichnet man eine Blattstellung, bei der 3 oder mehr Blätter rund um einen bestimmten Sprossknoten angeordnet sind. Verticillatus kommt von verticillus, der Quirl oder der Wirtel, und gehört zum Verb vertere, das drehen, wenden, umkehren bedeutet.